Es ist eine Situation, in die keiner von uns kommen will. Ein Mann, leblos am Boden. Er braucht dringend Hilfe. Diese Szene ist nachgestellt. Aber wüssten Sie im Ernstfall, was zu tun wäre? Wann muss man reanimieren? Wenn eine Person zusammenbricht, sprechen Sie diese Person an. Findet keine Reaktion bei Berührung statt, dann überstrecken Sie den Kopf. Nehmen Sie sich 10 Sekunden Zeit, um die Atmung durch Hören, Sehen und Fühlen zu überprüfen. Wenn keine Reaktion und keine Atmung vorhanden ist, dann muss die Reanimation beginnen. Rufen Sie 144 an oder veranlassen Sie eine andere Person, den Notruf abzusetzen und lassen Sie einen Defibrillator holen. Machen Sie den Brustkorb frei, verschränken Sie die Finger und legen Sie den Ballen Ihrer Hand in die Mitte der Brust und drücken Sie mit durchgestreckten Armen tief und fest in den Brustkorb hinein. Drücken Sie fest und schnell, ca. 100 Mal die Minute, wie im Rhythmus des Liedes Staying Alive. Nach 30 Mal drücken kommen 2 Beatmungen. Dafür überstrecken Sie den Kopf mit beiden Händen und halten Sie die Nase zu. Pusten Sie so viel Luft hinein, dass sich der Brustkorb hebt und senkt. Der Fokus liegt beim Zusammendrücken des Brustkorbs. Ohne Bewegung gibt es keinen Herzschlag. Hören Sie nicht auf, bis Hilfe eintrifft. Eine sofortige Herzdruckmassage steigert die Chancen des Überlebens auf das 2- bis 3-fache. Ist ein Defibrillator in der Nähe, lassen Sie diesen holen. Schalten Sie das Gerät ein und kleben Sie die Klebeelektroden auf die trockene Haut und folgen Sie den Anweisungen. Achtung, jetzt darf niemand den Patienten berühren. Blinkende Taste drücken. Schock wurde abgegeben. Reanimation kann Leben retten. Es ist ganz einfach. Informieren Sie sich. Kann ich bei der Wiederbelebung Rippen brechen? Ja, können Sie. Das passiert nahezu bei jeder Wiederbelebung. Auch wir Profis brechen Rippen. Rippenbrüche schmerzen etwa 4 bis 6 Wochen. Wenn der Patient aber Schmerzen verspürt, hat er die Reanimation überlebt. Das ist dann die gute Nachricht. Wenn ich etwas falsch mache, kann ich dafür verklagt bzw. verhaftet werden? Nein, es gab bisher in Österreich keine Anklagen für Ersthelfer. Es sei denn, Sie würden jetzt in bösartiger Absicht etwas tun, dann natürlich, aber sonst nein. Kann ich ein Taschentuch verwenden, wenn ich mich vor dem Patienten, vor der Person ekle? Und was tue ich, wenn ich kein Beatmungstuch dabei habe? Zum ersten Teil der Frage, ein Taschentuch ist kein Infektionsschutz, von daher nein. Zum zweiten Teil, wenn Sie kein Beatmungstuch dabei haben oder sich den Patienten nicht kennen und sich ekeln, dann bitte nur drücken mit einer Frequenz von 100 und auf die Beatmung verzichten. Es ist dann eben das Drücken der wichtigere Teil und sollte dann auch durchgeführt werden, bis dann die Rettung kommt. Kann ich einen Stromschlag bekommen, wenn ich den Defri auslöse? Im Prinzip nein, wenn man auf die Stimme des Defis hört. Es wird, bevor der Schock abgegeben wird, sagt die Stimme, Patienten nicht berühren. Das heißt, wenn man keinen Kontakt zum Patienten hat, kann auch kein Stromschlag übertragen werden. Und wann höre ich da mit der Reanimation auf? Mit der Reanimation wird dann aufgehört, wenn der Patient Lebenszeichen zeigt. Das heißt, er fängt an, sich zu bewegen, er stöhnt, er fängt an, wieder zu atmen. Dann aufhören. Oder wenn die Rettung kommt und dann übernimmt, das heißt, die Kollegen sagen dann, wir übernehmen jetzt, also nicht aufhören, wenn die Kollegen in der Tür sind, sondern erst dann, wenn die Kollegen sagen, jetzt übernehmen wir, weil es muss der permanente Druck aufrechterhalten werden, das Drücken aufrechterhalten werden.